Die neoklassische Wirtschaftstheorie soll die langfristige wirtschaftliche Entwicklung eines Landes vorhersagen. Nach seinen Entwicklern, auch als Solow-Swan-Modell bekannt, untersucht sie vor allem, wie Technik oder Kapital und die steigende Arbeitskraft die bestehende Wirtschaft in ihrem Wachstum beeinflusst. Zum Beispiel, mehr Kapital schafft mehr Wachstum, weil die Menschen so produktiver arbeiten können. Stellt beispielsweise ein Unternehmen mit einer Arbeitskraft eine zusätzliche Arbeitskraft ein, steigt ihre Produktivität erheblich. Kommt dagegen in ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern nur einer dazu, steigt dessen Wachstum nur sehr wenig. Und hier kommen nun die anderen Faktoren ins Spiel. Denn ab einer bestimmten Unternehmensgröße wächst es nur durch technologischen Fortschritt. So entwickelt sich eine sogenannte Steady-State-Wirtschaft, in der das Bruttoinlandsprodukt eines Landes im Gleichschritt mit der Arbeitskraft und dem technologischen Fortschritt wächst. Auf diese Art und Weise soll nun nach der Konvergenztheorie der neoklassischen Wirtschaftstheorie die Kluft zwischen den armen und reichen Ländern immer geringer werden. Da ärmere Länder zu Beginn natürlich weniger Kapital haben, sorgt jede Finanzspritze, jedes zusätzliche Kapital dafür, dass ein erheblicher Sprung nach vorne geleistet wird. Während Länder mit bestehenden Infrastrukturen und bereits einer starken Wirtschaft keinen Riesensprung mehr nach vorne schaffen können, beispielsweise wie die EU oder die USA. Aber das spielt irgendwann gar keine Rolle mehr, denn die Wirtschaft in Staaten wie der EU oder in den USA nutzen ihren minimalen Vorsprung aus, um eigentlich bis in die Ewigkeit den Entwicklungsländern voranzugehen. Wir fassen also zusammen. Es gibt 3 wichtige Faktoren, damit vom Nullpunkt aus ein starker Wachstum zu verzeichnen ist. Erstens technologischer Fortschritt. Zweitens Vermögensaufbau und drittens Zunahme von Arbeitskräften. Das hilft uns in der ersten Phase, in diesem Wachstumsbereich. Danach legt sich leicht die Kurve. Denn bis diese Infrastrukturen gut gelegt sind, wächst die Wirtschaft sehr stark, bis sie irgendwann abflacht. Das heißt, je größer die Wirtschaft ist, desto weniger schnell wächst sie. Schließen wir ab mit einem Zitat von Robert Solow. Es deutet nichts auf die Absicht Gottes hin, dass die Vereinigten Staaten von Amerika für alle Ewigkeiten ein höheres Pro-Kopf-Einkommen haben sollen als der Rest der Welt.